Moin, ich bin Timo, der Autor von Thor's Cliff, und ich werde euch jetzt erklären, wie das Spiel funktioniert. Man kann es in 3 verschiedenen Modi spielen. Das erste ist die Kampagne. Da lernt man Stück für Stück das Spiel kennen und spielt 3 aufeinanderfolgende Kapitel. Das zweite ist dann das Grundspiel. Das ist dann das vollständige Spiel mit komplexen Regeln, was man einfach immer wieder spielen kann. Und das dritte wäre das Duell. Dazu macht man die Insel etwas kleiner und spielt dann quasi wie eine Schachpartie einfach zu zweit gegeneinander. Ja, was haben wir an Spielmaterial und wie baut man es auf? Die Insel wird immer verschieden aufgebaut. Dieses ist der Mittelblock und drumherum stellen wir die Landschaftsblöcke. Es ist ganz egal, wie wir sie anordnen. Hauptsache, die weißen Gipfel berühren dabei den Mittelblock. Und so entsteht für jedes Spiel eine andere Insel. Dann haben wir hier die Infotafel. Hier sind 4 verschiedene Orte des Spiels nochmal ein bisschen erklärt. Und außerdem lagern wir hier die roten Bernsteine, die blutroten Bernsteine, die wir an den Stränden einsammeln können. Wir haben hier die Heiligtumkarten. Hier haben wir einen Haufen von A bis alle weiteren Buchstaben, außer Z, die legen wir separat hin. Das sind die Epilogkarten, das Ende des Spiels. Es gibt hier noch den kleinen Haufen mit den Tränkekarten. Und dann haben wir 4 Charaktertableaus, die zu den 4 Helden passen. Da sucht ihr euch zu Beginn einfach aus dem Bauchgefühl heraus einen aus, legt den vor euch hin und nehmt euch den entsprechenden Helden dazu. Außerdem gibt es Startwaffen, das ist für jeden ein Kriegsbeil. Auch das legt ihr neben euren Helden. Ich nehme jetzt mal einen heraus, ich nehme hier die Rackelt, die Schlachterin, lege die vor mich hin, dazu mein Kriegsbeil und ich bekomme jetzt die Rackelt-Figur. Außerdem bekommt jeder Spieler passend zu seinem Helden 10 Krieger. Und dann gibt es noch diese Sonderfigur, die benötigen wir aber vorerst nicht, die kommt einfach in die Schale für später. Worum geht es bei Thor's Cliff? Wir befinden uns irgendwo im Nordmeer, irgendwann um das Jahr 1000 und die Goden, also ungefähr die Priester oder Schamanen der Wikinger sagen, auf dieser Insel wurde ein heiliges Mädchen geboren und dieses Mädchen sei die Tochter von Thor, dem Donnergott. Die Heldinnen, die Spielerinnen kommen jetzt auf diese Insel, um diesem heiligen Mädchen zu huldigen und ihr Geschenke zu bringen. Dazu sammeln sie rote Bernsteine ein, die sie zu dem Heiligtum bringen. Und wer es schafft, als erstes dem Mädchen 3 dieser Bernsteine zu bringen, der erhält ihren Segen. Wir schauen uns jetzt das Spielfeld an. Ganz außen haben wir die Strände, das sind die 6 Felder mit dem Pfeil. Hier kommen die Heldinnen an und hier sammeln wir auch die Bernsteine ein, um sie zur Mitte zu tragen. Es gibt hellgrüne und dunkelgrüne, hellgraue und dunkelgraue Felder, das sind die Landschaftsfelder. Das sind Wiesen, Wälder, Geröllfelder und Lavafelder. Hier finden Bewegungen und Kämpfe statt und wir brauchen die Felder auch, um Rohstoffe zu gewinnen. Es gibt ganz viele braune Felder, das sind Aktionsfelder. Da können wir entweder auf einem Bauernhof, das sind die kreisrunden Symbole, oder im Dorf, das sind die viereckigen, quadratischen Symbole, Aktionen ausführen. Es gibt ganz wichtig das Heiligtum, das ist der schwarze Granitblock in der Mitte mit dem Stern, da lebt das heilige Mädchen. Und es gibt die 6 Gipfelfelder, die bleiben vorerst noch rätselhaft. Hier haben wir die Infotafel. Hier sehen wir einmal den Strand, da liegen die Bernsteine. Wir haben das Heiligtum. Hier sammeln wir unsere Bernsteine, die wir abgegeben haben. Ich habe mich jetzt für Rackelt entschieden. Wenn ich den ersten Bernstein zum Heiligtum gebracht habe, lege ich ihn hier hin, bekomme dann eine Heiligtumkarte, die ich lese. Im zweiten Mal genau das gleiche. Ich ziehe wiederum eine nächste Heiligtumkarte und sollte ich es schaffen, als erster den dritten abzugeben, habe ich gewonnen und lese dann die Epilogkarte Z. Vor mir liegt mein Charaktertableau. Hier kann ich einstellen, wie viel Leben ich habe. Dazu nehme ich mir einen roten Holzmarker. Rackelt erhält wie die meisten anderen ihre Sonderfähigkeiten erst im 2. Kapitel. Und hier ganz rechts sehen wir noch unsere Krieger. Hier oben steht Infos zur Kampfkraft und zu den Leben. Hier stehen, dass sie für uns das Geld verdienen können und wie sie es tun. Und hier unten sehen wir, dass sie 2 Taler kosten. Ein Spielzug besteht aus 5 Phasen. Die erste Phase ist Bewegung. Man läuft auf dieser Insel wie auf einer Treppe. Das heißt, dass dieser Krieger zum Beispiel nicht direkt hier hochgehen könnte auf den Gipfel, da hier 2 Höhenunterschiede sind. Ich kann immer nur einen Höhenunterschied nach oben oder unten überschreiten. Wenn ich an der Reihe bin, dann darf ich muss gar nicht, aber ich darf alle meine Figuren um ein Feld bewegen. Rackelt, meine Heldin, möchte zum Beispiel hier auf diesen Hof laufen. Dieser Krieger hier möchte hier hinlaufen und mit diesem Krieger könnte ich mich entscheiden, ob ich stehen bleibe oder in ein beliebiges anderes Feld gehe. Ich könnte hier reinziehen in dieses Feld, wo Olafs Krieger steht, der braune.
Dann muss ich aber in Phase 2 gleich einen Nahkampf ausführen. Ich entscheide mich, hier hochzugehen und damit die Front zu meinem Gegner zu verstärken. Wäre ich in der Bewegungsphase in ein gegnerisches Feld gezogen, also hätte ich zum Beispiel einen weißen Krieger hier zu diesem braunen gesetzt oder auch einen weißen Krieger zu dem gegnerischen Helden ins Feld gesetzt, dann müssten wir jetzt in der zweiten Phase einen Kampf auswürfeln, aber wie das funktioniert, erkläre ich erst später. Die dritte Phase, die Silberphase, ist sehr entscheidend für das Spiel. Krieger können arbeiten, das heißt, dass sie in Phase 3 für 2 gleiche Rohstoffe einen Taler erhalten. Rohstoffe nimmt man in diesem Spiel nie an sich, sondern man hat sie quasi in dem Moment, wo die Krieger auf den entsprechenden Feldern stehen. So wie ich jetzt aufgestellt bin mit Weiß, hätte ich einen Krieger auf diesem Feld und ich hätte Krieger auf diesem Feld. Also ich besitze quasi 2 gleiche Rohstofffelder. Ich würde einen Taler erhalten. Je mehr Krieger, angenommen im späteren Spielverlauf hätte ich sie so verteilt, ich auf dieser Farbe habe, in diesem Fall jetzt 1, 2, 3, 4 verschiedene, würde ich schon 3 Taler erhalten. Die Skala ist nach oben hin offen. Jetzt würde ich noch ein mehr und noch ein mehr. Bis maximal 8 Taler könnte ich erhalten, wenn ich alle 9 dunkelgrauen Felder besitze. Ein wichtiger Zusatz ist, man kann immer nur eine Farbe abarbeiten. Wenn ich so stehe, bekomme ich 2 Taler für die dunkelgrauen besetzten Felder. Ich kann jetzt nicht zusätzlich auch noch mit anderen Kriegern die hellgrauen bearbeiten. Ich muss mich für eine Farbe entscheiden. Es ist also sinnvoll, sich möglichst weit auf dem Spielbrett zu verteilen und aufzustellen mit seinen Kriegern, denn nur dann kann man auch viele gleichfarbige Rohstofffelder bearbeiten und viel Geld verdienen. Die vierte Phase ist jetzt die Aktionsphase. Hier muss ich nur darauf achten, ob mein Held auf einem braunen Feld steht, denn nur dann kann ich Aktionen ausführen. Stehe ich auf einem runden Feld am Spielfeldrand, das auf einem Hof, dann könnte ich hier, wie auf der Infotafel steht, ein Met trinken. Ich zahle dann 1 Taler und bekomme 2 Leben zurück. Ich kann nie mehr Leben haben, als hier angegeben ist, also wenn ich 10 Leben habe, bin ich kerngesund. Auf einem Hof kann ich ebenfalls einen Bernstein verkaufen. Wenn ich einen Bernstein dabei gehabt hätte vom Strand, würde ich jetzt hier beim Hof ankommen. Ich würde den Bernstein abgeben und mir 5 Taler aus der Geldschale nehmen. Hier ist es so, dass ein Goldstück für 5 Silber stellvertretend steht. Ich nehme mir also 5 Silber oder ein Goldstück. Wenn meine Heldin in der Mitte steht, auf einem Dorffeld, das sind die quadratischen Felder, dann gibt es 2 verschiedene Aktionen. Wieder das Met trinken, 1 Taler zahlen und 2 Leben zurückerhalten. Oder ich kann mir hier die große Waffe kaufen, dann zahle ich 7 Taler und drehe mein Kriegsbeil auf die Rückseite und habe dann den Kriegshammer und kämpfe mit 1 Würfel mehr. Wichtig, ich kann immer nur eine Aktion ausführen, das heißt, ich muss mich entscheiden, ob ich Met trinke oder die große Waffe kaufe. In der 5. Phase können wir neue Einheiten kaufen oder neue Krieger rekrutieren. Jeder Krieger kostet 2 Taler und ich kann pro Einheit, die schon auf dem Spielfeld steht, eine neue einsetzen. Das heißt, wenn ich genug Geld habe, kann ich theoretisch bei jeder Spielfigur, die schon dort steht, eine neue hinzusetzen. Ich könnte hier, hier und eine 4. hier Krieger kaufen. Das würde mich dann 4 mal 2, 8 Taler kosten. Ja, mit dem Einheitenkaufen ist dann der Spielzug vorbei und der nächste ist an der Reihe. Wichtig ist dabei, dass ich auf dem gesamten Mittelblock, also im Dorf oder Heiligtum, keine neuen Einheiten einsetzen darf. Hätte dieser Krieger hier gestanden, hätte ich hier keinen neuen Krieger dazu kaufen dürfen. So, das war ein gesamter Spielzug und bevor es jetzt einfach schon losgeht mit dem Spiel, noch ein Satz zu den Bernsteinen. Die Bernsteine liegen am Strand, das heißt, immer wenn ein Held einen Strand betritt und er gerade keinen Bernstein trägt, man kann immer nur eintragen, dann kann ich mir einen neuen Bernstein nehmen und ihn auf mein Charaktertableau legen. Die Bernsteine können dann, wie schon erwähnt, an den Höfen abgegeben werden und man bekommt dann 5 Taler oder in der Mitte abgegeben werden. Ich kann Bernsteine nur dann aufnehmen, verkaufen oder am Heiligtum abgeben, wenn nur ich oder nur meine eigenen Einheiten auf einem Feld stehen. Sollte es so stehen und der braune Spieler hat zum Beispiel mit 2 braunen Kriegern das Heiligtum blockiert, dann muss ich erst in der Bewegung hier reinziehen. Jetzt in der Kampfphase müsste ich es schaffen, die beiden braunen Krieger zu besiegen. Die kommen aus dem Spiel und nur dann kann ich den Bernstein abgeben. Wenn ich den Kampf verliere, müsste ich abspringen und kann ihn nicht abgeben. So, das waren die gesamten Grundregeln. Wie man kämpft, erkläre ich später, denn jetzt geht's erstmal los.